Hast du schon mal so heftig gehustet oder genießt, dass du plötzlich ein bisschen Urin verloren hast? Oder vielleicht so herzhaft gelacht, dass du dachtest, oh nein, ich habe keine Kontrolle mehr über meine Blase? Wenn dir das bekannt vorkommt, dann bleib dran. In diesem Video erfährst du, warum das passiert und vor allem, was du dagegen tun kannst. Beim Husten, Niesen, Lachen oder Heben von schweren Gegenständen sollte sich dein Beckenboden normalerweise anspannen, um die Blase und die Harnröhre vollständig zu schließen. Wenn die Muskulatur jedoch zu schwach oder nicht ausreichend gespannt ist, kann die Harnröhre nicht vollständig geschlossen werden. Und durch den erhöhten Druck im Bauchraum wird dann der Inhalt der Blase nach unten gedrückt. Und es kann zu ein paar Tröpfen oder sogar zu einem strahlartigen Urinverlust führen. Und wenn dann die Hustentechnik nicht optimal ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es zu einem ungewollten Urinverlust kommt. Mach zuerst diesen Test mit, um zur Überprüfung, ob deine Hustentechnik richtig ausgeführt wird. Also, legen wir erstmal los mit dem Hustentest. Am besten stellst du dich vor einen Spiegel hin, damit du auch die Bewegung von deinem Bauch überprüfen kannst. Nun stellst du dich hin und hustest 2 oder 3 Mal hintereinander ganz kräftig. Und beobachte, was in deinem Bauch passiert. Sieht dein Bauch so aus? Oder sieht dein Bauch so aus? Wie hat dein Bauch sich beim Husten verhalten? Wird er nach außen und nach vorne gedrückt? Oder zieht er sich nach innen rein? Beim Hustenreflex sollte Folgendes in deinem Körper passieren. Die Bauchmuskulatur soll sich anspannen und erzeugt dann einen Druck im Bauchraum. Der Beckenboden spannt sich ebenfalls an, reflexartig, damit der Druck nach oben gelenkt wird. Das Zwerchfell, der Hauptmuskel, entspannt sich und bewegt sich ebenfalls nach oben. Durch diesen perfekten Zusammenspiel bleibt das Beckenboden stabil, die Harnröhre geschlossen und wir verlieren keinen Urin. Bei Menschen, nicht nur bei Frauen, die beim Husten Urin verlieren, funktioniert dieser Mechanismus oft nicht optimal. Sie zeigen eine andere Bewegungsmuster. Anstatt der Beckenboden und die Bauchmuskulatur aktiv zu anspannen, um den Druck entgegenzuwirken und die Ausatmung zu unterstützen, wölbt sich den unteren Bauch vor, nach außen und der Beckenboden sinkt ab. Das Problem dabei, der höhere intraabdominalen Druck wirkt dann auf einen nicht aktiven, weichen Beckenboden. Dadurch fehlt die notwendige Unterstützung der Blase und der Harnröhre. Normalerweise sorgt die Anspannung der Beckenbodenmuskulatur dafür, dass die Beckenorgane stabilisiert werden und ein ungewollten Urinverlust wird verhindert. Bleibt diese Aktivierung aus, können Sie sich die Verschlussmechanismus des Beckenbodens öffnen, was das Risiko für unkontrollierten Urinverlust beim Husten deutlich erhöht. Um diesem Problem entgegenzuwirken, gibt es gezielte Übungen, die dir dabei helfen können, die Kontrolle über deine Blase wieder zu erlangen. Und welche Übungen das sind, das zeige ich dir jetzt. Zuerst, stell dir sicher, dass deine Atmung auch richtig ist. Am besten, du stellst dich vor einem Spiegel hin und atmest langsam für 4 Sekunden tief in den Unterbauch. Dabei solltest du darauf achten, dass der untere Teil von deinem Bauch sich nach vorne bewegt. Der Bauch soll nicht nach außen gedrückt werden, sondern ganz entspannt vorwärts bewegen. Und der Beckenboden bewegt sich bei der Einatmung nach unten Richtung Fuß. Als erstes spannst du dann die Beckenbodenmuskulatur an, so als ob du es reinziehen willst und Urin zurückhalten möchtest. Atmest dann
auch aus und verstärkst gleichzeitig die Spannung von dem Beckenboden und auch von deiner Bauchmuskulatur. Damit sollte sich der Bauchnabel nach oben und nach innen bewegen. Einatmen, Unterbauch hebt sich vor, der Beckenboden geht nach unten zum Fuß, spann den Beckenboden an, damit es reingezogen wird, spann auch den Bauchmuskel an und atme dann wieder aus. Als nächstes sollst du dann die gleiche Übung jetzt halt auch im Sitzen machen. Und zur extra Unterstützung für die Wahrnehmung des Beckenbodens kannst du dann so einen kleinen Handtuch, so ein Gästehandtuch nehmen. Das rollst du zusammen, platzierst du auf der Mitte von der Sitzfläche und setzt dich auf das Tuch drauf, so dass der Druck auf dem Beckenboden etwas erhöht ist. Und bei dieser Übung geht es nun darum, dass du die Koordination zwischen dem Bauch und den Beckenboden wieder erlernst. Wie gesagt, der Beckenboden arbeitet bei der Ausatmung, bei dem Husten. Sollte sich der Beckenboden und auch die Bauchmuskulatur anspannen. Spann bewusst zuerst den Beckenboden an. Halte Urin zurück. Versuche das Beckenboden von dem Handtuch hochzuheben. Halte diese Spannung und huste dann mit deinem Bauchmuskel. Zieh den Bauch rein und huste aus. Also alles schließen, Bauch wird reingezogen und lass es nicht zu, dass der Bauch sich beim Husten rausdrückt. Und das Ganze wiederholst du nochmal. Spann zuerst den Beckenboden an, spann die Bauchmuskulatur an und jetzt hustest du mit dem Bauchmuskel. Also husten und den Bauch reinziehen. Wiederhole die Hustentraining im Sitzen für ungefähr 10 Mal. Und dann geht es darum, dass du so alltagsnäher wie möglich trainierst. Das heißt auch Husten im Stehen. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr für deine Gesundheit und deinen Beckenboden machen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos mit neuen Übungen für deine Gesundheit. Stell dich aufrecht hin. Je weiter dein Oberkörper nach vorne geneigt ist bei dem Husten, desto mehr Druck lastet dann auf der Blase. Um den Druck etwas umzulenken, kannst du deinen Oberkörper leicht nach hinten strecken, aber auch zur Seite drehen. Die aufrechte Haltung verteilt den Druck etwas besser und die Drehung aktiviert zusätzlich die schräge Bauchmuskulatur. Also aufrechte Haltung, Gewicht nach hinten auf deine Ferse, du drehst deinen Rumpf etwas zur Seite und nun spannst du ganz bewusst zuerst deinen Beckenboden an. So als ob du Urin und Wind zurückhalten würdest. Halte diese Spannung, huste, aber achte dabei, dass der Bauch nach innen gezogen wird. Zu Beginn kann es ganz schwierig sein, sich nicht nach vorne zu beugen, wenn man hustet. Aber versuche darauf zu achten. Je weiter du nach hinten aufrecht bist, desto leichter wird es auch sein für deinen Beckenboden. Lass anschließend der Beckenboden ganz entspannt wieder los. Atme tief in den Bauch ein, spüre, wie dein Beckenboden nach unten sich entspannt und wiederhole dann die Übung. Zuerst den Beckenboden Anspannung, den Unterbauch schon ein bisschen voranspannen, husten und darauf zu achten, dass der Bauch nach innen geht. Mache diese Übung 10 Mal. Du kannst die Übung täglich ausführen, aber vergiss es nicht, dass dein Beckenboden auch Erholungsphase braucht. Was ich sehr häufig beobachte, ist, dass Patienten die Beine überkreuzen, nach vorne beugen und dann husten. Das Überkreuzen ist schon eine Möglichkeit, um die Harnröhre zu schließen. Das Problem dabei ist, dass genau die Muskelgruppe, die du eigentlich trainieren solltest, wird dadurch überhaupt nicht aktiv. Das heißt, langfristig hast du keine Lösung, sondern vielleicht sogar eher noch schlechtere Ergebnisse, weil der Reflex von Beckenboden und Bauchmuskulatur immer schlechter wird.
Wenn du spezifisch beim Husten oder Lachen Urin verlierst, dann ist es auch extrem wichtig, dass du genau diese Übung auch integrierst. Das Beckenbodentraining alleine, wo du nur lernst, anzuspannen und zu entspannen und nur in Rückenlage, wird dir dabei nicht helfen, weil diesen Reflex, diese Koordination von Beckenboden und Bauchmuskel muss ja wieder erlernt werden. Und das Wichtige bei dem Beckenbodentraining ist, du brauchst Zeit. Hochwahrscheinlich sind deine Beschwerden auch nicht von heute auf morgen gekommen. Bleibe mindestens 3 Monate lang bei dem Training. Dadurch wirst du spüren von Mal zu Mal, wie du immer kontinenter sein wirst. Beckenbodentraining ist immer noch die erste Therapie der Wahl bei Belastungsinkontinenz. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!